Leute, er hat's wieder getan. Nachdem der Homebrew-Entwickler J.N. Martin erst im Dezember Star Fox 64 für die Dreamcast gebracht hat, folgt jetzt der nächste absolute Brecher. It's me, Mario! Und wir sprechen hier nicht über Emulationen, denn die Dreamcast ist zu schwach zum Emulieren. Das war jahrelang ein Gesetz in der Homebrew-Szene. Jeder Versuch, Super Mario 64 auf den Kringelkasten flüssig zum Laufen zu bringen, scheiterte mehr oder weniger. J.N. Martin hat das Unmögliche geschafft und hat sogar unerwartet Hilfe bekommen von einem Sega Sports-Entwickler, der vor über 25 Jahren selbst offiziell Spiele auf der Dreamcast herausgebracht hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mission Adaption, dem Format, das sich den spannenden Umsetzungen und Portierungen von Videospielen widmet. Auf geht's! Hallo! Aber bevor ich über den Port spreche, helft mir, meinen nächsten Meilenstein zu knacken. Die 1000 Abos sind fast voll und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr den Abo-Button klickt und Teil meiner Community werdet. Na gut, also lasst uns kurz über das sprechen, was unter der Haube des Portes passiert. Eins ist auf jeden Fall klar, das ist keine Emulation. Die Dreamcast ist zwar deutlich leistungsfähiger als das N64, aber sie ist nicht stark genug, um die komplexe N64-Architektur verlustfrei zu emulieren. Deshalb ist das hier ein nativer Port. Die Basis ist der dekompilierte Quellcode von Mario 64. Das Spiel wurde also quasi für die Dreamcast-Hardware neu übersetzt. Und hier kommt die Vorgeschichte ins Spiel. Eigentlich gab es schon 2020 einen ersten Portversuch von dem Entwickler namens Mr. Neo 240. Dieser Port war aber technisch gesehen eine riesige Baustelle. Grafikfehler, Slowdowns und vor allem der knisternde Sound, der eher nach kaputtem Radio klang. Und somit war dieser Port zwar ambitioniert, macht es aber fast unspielbar. J. Martin 84 hat diesen alten Code als Fundament genommen, aber fast jeden Stein umgedreht und das Projekt komplett neu modernisiert. Und jetzt wird's richtig spannend bei der Technik. Eines der größten Probleme war, wie bereits erwähnt, der Sound. Der Soundchip des N64 musste komplett per Software auf der Dreamcast CPU nachgebaut werden. Das hat den Prozessor am Anfang völlig überfordert. Die Lösung der Homebrew-Community war genial. Sie kontaktierten John Brooks. Das ist der Mann, der damals als leitender Grafikentwickler für die World Series Baseball 2K2 auf der Dreamcast verantwortlich war. 25 Jahre später hat er den Jungs dabei geholfen, den Code bis ins letzte Detail zu optimieren. Leute, dass ein Originalentwickler von damals heute der Homebrew-Szene hilft, Mario 64 auf die Sega-Konsole zu bringen, ist eine verdammt coole Story und irgendwie total einzigartig. J. Martin hat sich dann mit einem weiteren Homebrew-Entwickler zusammengetan, namens Falco Gurgis, und sie haben ein neues Grafik-Backend implementiert, namens Shazam. Dabei wurde der Code direkt in Assemblersprache für den SH4-Prozessor der Dreamcast optimiert, damit die Dreamcast die Grafikbefehle des N64 auch wirklich versteht. Denn der alte Port von Mr. Neo 240 nutzte einen generischen Wrapper, der versuchte, die Befehle des Spiels quasi live zu übersetzen. Vereinfacht erklärt war das dann quasi das Problem, warum sein Port die ganzen Slowdowns hatte. Das neue Backend der beiden fungiert jetzt als hocheffizienter Dolmetscher und übersetzt die N64-Grafikbefehle in ein natives Format, das die Dreamcast auch versteht. Das Beste, das Spiel läuft jetzt von CD. Obwohl das Spiel von einer CD lädt, sind die Übergänge nahtlos. Der Trick dabei ist einfach. Nur beim Starten vor dem eigentlichen Spiel gibt es eine kurze Ladezeit, um den RAM zu füllen. Quasi wird das ganze Spiel in den RAM geladen. Durch die Hilfe von John Brooks läuft das Spiel jetzt stabil mit 30 Frames pro Sekunde. Mehr geht leider nicht, weil die gesamte Spielmechanik von Mario 64 fest auf 30 Bilder programmiert wurde. Alles darüber hinaus würde auf der Dreamcast das Spiel einfach nur künstlich beschleunigen. Mario 64 läuft auf der Dreamcast aber in 480p. Das ist die zweifache Auflösung des Originalspiels. Wer seine Dreamcast über den VGA-Ausgang anschließt, bekommt hier ein Bild, das so scharf und sauber ist, dass es fast wie ein offizielles Remaster wirkt. Eins ist klar, Mario 64 steht und fällt mit der Steuerung. Aber J.M. Martin hat die analoge Abstimmung und die Dead Zone so präzise hingebogen, dass sich Sprünge und Longjumps wieder vertraut anfühlen. Außerdem ist das Button-Layout ähnlich zu Star Fox 64 perfekt auf das Dreamcast-Pad abgestimmt. So dass das Spiel sich beim Spielen wirklich anfühlt, als ob es für das Dreamcast-Pad gemacht wurde. Das Beste ist aber, wir können endlich speichern. Der ursprüngliche Port hatte keinerlei Unterstützung für die VMU. J. Martin hat das komplette Speichersystem nachgerüstet. Der einzige Wermutstropfen ist, dass Rumble leider nicht unterstützt wird, aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Somit fühlt sich Mario 64 jetzt an wie ein echtes natives Dreamcast-Spiel. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie ihr euch eure eigene Version basteln könnt, auch hier greifen euch die Homebrew-Entwickler unter die Arme.
Denn auf der GitHub-Seite von J.M. Martin findest du ähnlich wie bei Star Fox 64 auch hier ein Online-Image-Builder-Tool für Mario 64. Du lädst einfach dein Original NTSC US-ROM hoch und in weniger als 30 Minuten erhältst du eine fertige CDI-Datei, die du auf CD brennen kannst. Der Release zeigt, was 2026 in der Szene weiterhin möglich ist. Neben Mario gibt es auch native Dreamcast-Ports von Star Fox 64 und Mario Kart, sogar Doom 64 mit besseren Lichteffekten. Es ist wie damals, als Spiele von der PlayStation auf die Dreamcast geportet wurden. Man nimmt die bekannte Basis, schraubt die Auflösung hoch, glättet die Kanten und bekommt am Ende die technisch überlegenere Version. J.M. Martin 84 hat Super Mario 64 nicht einfach auf die Dreamcast geklatscht. Er hat sich wirklich Gedanken dabei gemacht, wie er das bestmögliche Spielerlebnis auf die Dreamcast bringen kann. Und wer weiß, vielleicht hat J.M. Martin die perfekte Basis für den Homebrew-Entwickler Aspiral geschaffen, der aktuell an einer aufgehübschten Version von Super Mario 64 arbeitet. Darüber hatte ich auch schon mal berichtet, schaut euch gerne das Video dazu an. Aber welcher N64-Klassiker sollte eurer Meinung nach auf der Dreamcast spielbar sein? Vielleicht ein Zelda? Ocarina of Time? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wie immer, bleibt neugierig und spielt Retro. Ciao!